Wir wollten eine spielbare Ausstellung machen, also keine kulturwissenschaftliche Ausstellung, sondern wir wollten eine Ausstellung, in die man reingeht und spielt. Wir haben weit über 20 Gaming-Stationen und Mediengeräte da im Einsatz. Das unterscheidet sich also gewaltig von einer konventionellen Ausstellung. Das Spiel ist eines der unterschätztesten Medien unserer Zeit. Wir spielen, um zu lernen, um uns zu messen. Spiele sind ja uralt letztendlich. Sie begleiten ja auch die gesamte Luftfahrtgeschichte seit ihren Anfängen, seit dem 18. Jahrhundert. Meines Wissens gab es noch nicht den Versuch, die Elemente aus dem Kulturhistorischen zu vereinen mit digitalen Spielen und der Kunst. Wir wollen natürlich auch aufzeigen, wie Spiele sich auch missbrauchen lassen. Also dass das harmlose Spiel gar nicht immer so harmlos ist. Man muss genau hingucken, was ist die Intention, was will jemand hier mit mir machen. Heute spielen über 40% unserer Weltbevölkerung Videospiele. Darum ist es einfach wichtig, sich mit Spielen als Spiegel der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Die Ausstellung ist in 4 Kapitel aufgebaut. 2 Kapitel davon unten im Erdgeschoss und 2 in unserem Obergeschoss. Wir fangen unten an mit einem Einstiegskapitel, das heißt Hey, let's play. Man wird hier durch die Ausstellung geleitet durch ein Spiel mit Orkenspalter TV und man wird begrüßt von Captain Armstrong. Man sucht sich einen von 5 Charakteren. Das sind diese 5 Solo-Abenteuerhefte, die wir hier haben. Zum Beispiel hier die Hackerin. Man spielt sich durch dieses Heft, man hat verschiedene Abschnitte und muss in der Ausstellung selbst entweder an den Wänden oder an den Exponaten Nummern oder Gegenstände suchen, um dann im Heft weiterzukommen und kann sich so seinen ganz eigenen Weg durch die Ausstellung spielen. Wir präsentieren die Spiele zuerst mal konventionell in Vitrinen, weil sie alt, empfindlich und kostbar sind. Sie sind oft nicht vollständig. Wir haben aber auch solche historischen Brettspiele im Obergeschoss dann spielbar gemacht. Es gibt natürlich auch in der Zeppelin-Abteilung unendlich viele digitale Spiele. Der Zeppelin oder das Luftschiff im Spiel hat weitergelebt und es spielt heute eine wahnsinnig große Rolle in retro-utopischen Spielen, in futuristischen Spielen, auch in Spielen, wo Nazis bekämpft werden und dann ist das Luftschiff oft das ikonische Bild für das Böse. Warum Zeppeline, glaube ich, auch so beliebt in Spielen sind einfach eine wahnsinnig tolle Kulisse. Das 2. Kapitel heißt Machtspiele bei uns und dreht sich um Spiele und die Ideologien, die sie transportieren. Im Kaiserreich transportieren die Spiele tatsächlich eine völlig aufgeladene Begeisterung für dieses Luftschiff, die an alle Generationen herangetragen werden soll. Im Ersten Weltkrieg ist es diese übersteigerte Luftkriegspropaganda und im Nationalsozialismus ist das Luftschiff ja dann ein zentrales Propagandainstrument. Die künstlerischen Arbeiten sind alle immersiv angelegt, das heißt, sie haben ihren eigenen Raum. Die Idee war, dass man dort eben Spielen auch mit allen Sinnen erfährt. Lu Yang lädt uns in eine immersive Spielhalle ein, die inspiriert ist von Anime, von Science Fiction, aber auch von Buddhismus und Neurowissenschaften. Wir haben es hier mit lauter einzelnen Kunstwerken zu tun in einer Gesamtkomposition unter dem Titel Netty Netty Arcade. Netty Netty ist ein Sanskrit-Wort, das bedeutet weder noch. Genau darum geht es in dieser Installation, nämlich festgeschriebene Vorstellungen von dem, was Mann und Frau ist, was Mensch oder Maschine ist, was Gegenwart oder auch Zukunft ist, spielerisch zu unterlaufen. Mein Lieblingsspiel in der Ausstellung ist eigentlich ganz klar der Uterus-Man. Man sitzt auf einem Motorrad und denkt, ja, jetzt mache ich hier so ein richtiges männliches Rennen, aber es geht eigentlich um etwas völlig anderes. Es geht darum, dass ich auf einer Damenbinde durch eine Blutbahn gleite und Krebszellen ausweiche, XY-Chromosome und rote Blutkörperchen einsammeln. Also es geht eigentlich um Ängste überwinden, um Krankheit überwinden und also um völlig andere Fragestellungen. Für Larry Achampongs Installation Mamas Bootleg Fight Club hat er sein Jugendzimmer für uns rekonstruiert und lenkt unser Augenmerk auf die Machtverhältnisse in Videospielen, also vor allem die stereotypen Darstellungen von ikonischen Gaming-Charakteren. Es ist ein sehr männlich weiß geprägtes Spiel der Spielefiguren, gerade in frühen digitalen Spielen.
In seiner Gemäldeserie deutet er diese ikonischen Figuren aus der Perspektive einer Person of Color neu und macht sie dabei zu schwarzen Helden und Heldinnen. Unten ist oft so dieses dunkle, Gamer-Höhlenmäßige, was wir da in der Architektur auch zeigen. Und hier oben kommt man dann rein und atmet erstmal so ein bisschen auf. Das spiegelt sich hier auch in den Themen wieder. Hier oben haben wir einerseits das Thema Exploration, wo es auch wieder in Verbindung mit der Zeppelin-Sammlung um neue Horizonte geht, um das, was man mit dem Zeppelin auch als Forschungsschiff, zumindest in der Idee, versucht hat umzusetzen. Die Weimarer Republik, wo das Luftschiff wie die gesamte Luftfahrt extrem wichtig ist für das Selbstverständnis dieses Staates. Also man ist entmilitarisiert, man ist keine Großmacht mehr, aber man versucht sich durch technische Leistung als Kulturmacht, als technische Macht, die wichtig ist für den Fortschritt der Menschheit, zu profilieren und zu etablieren. Und da spielt das Zeppelin-Luftschiff natürlich eine tragende Rolle. Und das wird alles begleitet mit Spielen. Also diese ganzen großen Fahrten der Zwischenkriegszeit, eine Weltfahrt mit einer Non-Stop-Etappe von Friedrichshafen bis nach Japan und dann ohne Zwischenlandung über den ganzen Pazifik, eine Polarfahrt. Also es ist im Grunde eine neue Entdeckung, Globalisierung, die Kontinente einander näher bringen, aber natürlich auch eine neue Form von Machtentfaltung, die die Luftschifffahrt einfach in dieser Zeit möglich macht. Inspiriert vom Kultspiel Minecraft lädt uns die indische Künstlerin Afra Shafik in einen Ameisenhügel ein. Und dort treffen wir auf eine digitale Ameisenkolonie, die im Grunde das Wohlbefinden unserer Besucherin abbildet. Man kann nämlich an einem Terminal eine Frage beantworten, und zwar: Wie geht's dir heute? Je nachdem, welche Emotionen in dieser Kolonie vertreten sind, erleidet diese Kolonie ein unterschiedliches Schicksal. Entweder lebt sie in Balance oder sie verbrennt oder ertrinkt. Afra Shafik geht es dabei eigentlich um zwei Aspekte, nämlich zum einen zu zeigen, wie Informationen in eine Gesellschaft gelangen, wie sie dort von Individuen verstärkt werden und somit die Gefühlslage der gesamten Gesellschaft, der gesamten Kolonie beeinflussen können. Und zum anderen wird dieses Spiel von Algorithmen gesteuert, die analogem Ameisenverhalten nachempfunden sind. Sie zeigt damit, wie tierische Wissenswelten schon lange in menschlichen Technologien ihr Analog finden. Als letztes Kapitel, und mit dem soll man dann auch aus der Ausstellung herausgehen, sind neue Gemeinschaften als utopische Vorstellungen von einer schöneren, besseren Gesellschaft. Kalken entführt uns in eine postkapitalistische Welt und lässt uns durch die Augen Yaksus blicken, dessen Wesen sich aus ganz unterschiedlichen Bewusstseinsformen zusammensetzt, nämlich menschlichen, tierischen und pflanzlichen. Bei Kalken geht es eben nicht darum, schneller, höher oder weiter zu gehen, sondern Yaksu lernt auf seinem Weg durch diese Welt, sich durch Empathie mit unterschiedlichen Spezien zu verbinden. Wir haben Besucherinnenumfragen gemacht hier im Museum. Wir haben insgesamt sehen können, dass es einen längeren Aufenthalt gibt, sowohl bei den jüngeren Zielgruppen als auch bei den älteren, wobei vor allem die Jüngeren sich sehr lange hier aufhalten. Die Herausforderung besteht vor allen Dingen mal darin, dass die Besucher auch möglichst störungsfrei die Geräte nutzen können. Das ist gar nicht so einfach. Diese Gaming-Stationen sind ja eigentlich eher für den Home-Bereich gedacht und nicht so für Ausstellungen. Die ganz frühen Geräte, die sind sehr schwer anzupassen. Für mich gab es eigentlich nur die eine Möglichkeit, dass ich sie mechanisch manipuliere. Schon spannend, weil ich bin ja Administrator und sowas, das versetzt einen selber auch in die Kindheit irgendwie zurück. Also das Ziel der Ausstellung ist, dass die Besucher zwei Dinge mitnehmen. Auf der einen Seite eine kritische Wahrnehmung des Gamings. Wir wollen eigentlich auch ein bisschen die Futures Literacy der BesucherInnen stärken. Das heißt, ihnen zeigen, wenn es mal nicht weitergeht, dann kann ich trotzdem noch einen Weg finden, um an mein Ziel zu gelangen. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft in der heutigen Zeit, dass wir das trainieren, dieses Denken in Möglichkeiten und anderen Wegen und uns nicht so leicht ins Boxhorn jagen lassen.